Es war ein bewölkter Mittwochnachmittag, als Sophia, 28 Jahre alt, das Büro verließ, mit einem seltsamen Druck auf der Brust. Sie arbeitete als Rezeptionistin in einer Zahnarztpraxis im Zentrum von Curitiba. Wie immer holte sie sich ein Käsebrötchen in der Bäckerei an der Ecke und machte sich auf den Heimweg, während sie versuchte, diese unerklärliche Unruhe in ihrem Inneren zu ignorieren. Im Aufzug ihres Wohnhauses bemerkte sie etwas Ungewöhnliches beim Öffnen ihres Briefkastens. Ein brauner Umschlag, ohne Briefmarke, ohne Adresse, ohne Absender. Nur ihr Name war darauf geschrieben: Sophia Andrade, mit fester, altmodischer Handschrift. Neugierig öffnete sie den Umschlag direkt dort. Drin war nur ein vergilbtes Foto und ein handgeschriebener Zettel in Großbuchstaben: Du musst wissen, wer du wirklich bist. Das Foto zeigte ein Paar mit einem Baby auf dem Arm. Das Gesicht der Frau erinnerte sie vage an sich selbst. Den Mann hatte sie noch nie gesehen und das Baby. Sie erstarrte, das war sie. Sophia sprach mit niemandem darüber. Nicht einmal mit ihrer besten Freundin oder Daniel, ihrem Freund seit 2 Jahren. Irgendetwas sagte ihr, dass sie das allein herausfinden musste. Noch in derselben Nacht durchwühlte sie alte Fotokisten, die ihrer Adoptivmutter Helena gehörten. Jener Frau, die sie liebevoll seit ihrem 3. Lebensjahr großgezogen hatte. Ganz unten in einer Schachtel fand sie ein Fotoalbum mit derselben Handschrift wie auf dem Umschlag. Darin war ein ähnliches Foto, aber mit einem Detail. Der Mann darauf trug einen Krankenhauskittel. Auf der Rückseite stand ein Datum: 12. März 1997. Der Tag ihrer Geburt. Ihr Herz raste. Wer waren diese Menschen? Warum hatte sie nie von ihnen gehört? Am Wochenende beim Mittagessen sprach Sophia das Thema vorsichtig an. »Mama, erinnerst du dich an den Tag, an dem du mich adoptiert hast?« fragte sie. Helena legte das Besteck nieder. »Warum fragst du das, mein Schatz?« »Nur so. Ich habe ein Babyfoto gefunden und darauf bist du nicht zu sehen, sondern andere Leute.« Helena wurde blass. Ihr Blick senkte sich. »Vielleicht ist es an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst.« Sophia spürte, wie ihr der Atem stockte. »Welche Wahrheit?« Helena stand auf, ging zum Wohnzimmerschrank, öffnete eine versteckte Schublade und holte einen alten, vergilbten Umschlag heraus. »Das hier lag bei dir, als ich dich bekam. Niemand hat geklingelt. Du lagst einfach auf meiner Veranda. In diesem Umschlag war das hier.« Sophia öffnete ihn mit zitternden Händen. Es war eine gefälschte Geburtsurkunde mit einem anderen Namen: Ana Luisa da Silva. Ihr wurde schwarz vor Augen. Sophia saß langsam wieder hin, die gefälschte Urkunde noch immer in den Händen, ihr Name darauf nicht der ihre, ihre Identität nur erfunden. »Ana Luisa?« flüsterte sie. »So hieß ich?« Helena nickte, Tränen in den Augen. »Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nur, dass du Liebe brauchtest und ich brauchte dich.« Sophia war hin und her gerissen. Die Frau, die sie liebevoll aufgezogen hatte, die ihr bei Fieber Liedchen vorsang, die sie in schwierigen Nächten in den Armen hielt, hatte ihr ihre Herkunft verschwiegen. »Wer sind meine leiblichen Eltern?« Helena wischte sich die Tränen ab. »Ich weiß es nicht. Ich habe nie jemanden gesehen, nur dich, eingewickelt in eine rosa Decke, mit diesem Umschlag und dem Foto.« Sophia wollte schreien, aber sie schwieg. Sie wusste, dass Helena ehrlich war. Vielleicht war sie nur vom Schmerz gelähmt gewesen, aber jetzt musste die Wahrheit ans Licht. In der Nacht betrachtete Sophia erneut das geheimnisvolle Foto. Sie holte eine Taschenlampe, leuchtete von hinten hindurch und entdeckte eine fast unsichtbare Schrift. Vorsichtig löste sie das Rückpapier ab. Darunter stand: Krankenhaus São Vicente, Neugeborenenstation. Baby Ales, Mutter Nair Silva, Vater unbekannt. Ihr Herz klopfte. Nair Silva. War das ihre leibliche Mutter? Sie notierte den Namen in ihr Notizbuch. Schlafen konnte sie sowieso nicht mehr. Am nächsten Tag würde sie ins Krankenhaus gehen. Egal wie schwer es werden würde, egal wie weh es tun würde. Am nächsten Morgen mit zitternden Händen und klopfendem Herzen machte sich Sophia auf den Weg zum Krankenhaus São Vicente. Sie zeigte das Foto einer älteren Empfangsdame namens Dona Carmen, die bei der Nennung des Namens aufhorchte. Nair Silva. Ja, an sie erinnere ich mich. Sie war ein junges Mädchen, kam in einem schlimmen Zustand zu uns. Sie sagte, sie sei...
von ihrer eigenen Familie verkauft worden. Sie wurde schwanger und verschwand kurz nach der Geburt. Sophia erstarrte. Sie hatte ein Baby? Ja, ein kleines Mädchen. Aber niemand weiß, wohin es gebracht wurde. Die Geschichte war immer merkwürdig. Wissen Sie, ob Nair noch lebt? Carmen zögerte. Sie sprach damals oft von einem Ort, Cerro Azul, ein abgelegener Hof. Sie sagte, sie wolle von der Welt verschwinden. Sophia speicherte den Namen wie einen Kompass in ihrer Seele. Cerro Azul, eine kleine ländliche Gemeinde, 2 Stunden von Curitiba entfernt. Am selben Wochenende würde sie sich dorthin aufmachen. Die Straße war kurvig, gesäumt von dichtem Grün und der Himmel grau. Sophia fuhr konzentriert, doch in ihrem Inneren tobten die Gedanken. Was, wenn alles umsonst war? Was, wenn diese Nair sie nicht sehen wollte? Im Ort fragte sie in einem kleinen Laden nach. Nair Silva, wiederholte der Mann, die Stirn runzelnd. Die lebt oben am Berg, aber seien Sie vorsichtig, sie redet mit niemandem. Seit Jahren. Sophia atmete tief durch. Sie nahm den steinigen Pfad hinauf, bis zu einer einfachen Holzhütte mit bläulichen Wänden und geschlossenen Fensterläden. Kein Laut. Sie klopfte an die Tür. Nichts. Noch einmal. Ein leises Knarren. Und dann erschien hinter dem Vorhang eine Frau. Verhärrte Augen, wirres Haar, zitternde Hände. Wer sind Sie? Ich glaube, ich bin Ihre Tochter. Die Frau bewegte sich nicht. Ihre und Sophias Blicke trafen sich für einen Moment. Einen endlos langen. Dann sagte sie mit heiserer Stimme, »Geh weg. Bitte, ich will nur verstehen. Wenn Sie Nair Silva sind, dann habe ich das Recht zu wissen, warum Sie mich verlassen haben.« Die Frau zögerte. Sie sah sich um, als fürchte sie, belauscht zu werden. Dann öffnete sie langsam die Tür. »Komm rein, aber nur 5 Minuten.« Sophia trat ein. Das Innere der Hütte war einfach, roch nach Kräutertee und feuchtem Holz. Auf einem Regal lagen alte Fotos. Eines davon zeigte eine Frau mit einem Baby im Arm. Es war sie. »Es stimmt also«, flüsterte Sophia. »Sie haben mich geboren und dann abgegeben.« Die Frau setzte sich, die Hände gefaltet. »Ich habe dich nicht abgegeben, ich wurde gezwungen, dich zu verkaufen.« Sophia riss die Augen auf. »Was?« Nair zitterte. Jeder Atemzug schien ihr schwer zu fallen, als wären die Worte Felsbrocken. »Ich war noch ein Kind, gerade 15. Meine Eltern schlugen mich, mein Stiefvater war ein Monster. Als sie erfuhren, dass ich schwanger war, sagten sie, entweder verschwindet das Ding oder ich.« Sie schloss die Augen. Tränen liefen ihr über die Wangen. Ein Arzt sagte, er kenne eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte. Er brachte mich zu ihr. Sie zahlten mich aus. Doch ich konnte es nicht. Ich floh mit dir. Sophia stand unter Schock. »Warum haben Sie mich dann nicht behalten?« »Weil Sie mich fanden. Sie schlugen mich so sehr, dass ich wochenlang im Krankenhaus lag. Als ich aufwachte, warst du weg. Nur das Foto war geblieben und die Schuld.« Stille. »Und seither warte ich, dass du zurückkommst oder dass Gott mir erlaubt, dich noch ein einziges Mal zu sehen.« Sophia fühlte alles auf einmal. Wut, Trauer, Mitleid, Liebe, Verwirrung. Aber mitten in all dem auch Mitgefühl. »Haben Sie mich geliebt?« fragte sie, die Stimme zitternd. Nair sah ihr direkt in die Augen. »Seit dem Moment, in dem ich deinen ersten Schrei hörte und jeden Tag danach.« Sophia stand auf, trat ans Fenster. Draußen bewegten sich die Äste im Wind. Dann drehte sie sich zu der Frau vor ihr um. Und zum ersten Mal nannte sie sie richtig Mama. Nair schlug sich die Hand vor den Mund. Ein ersticktes Schluchzen entkam ihr. Und Sophia umarmte sie. Eine zitternde Umarmung. Nicht perfekt, aber echt. In den folgenden Tagen kehrte Sophia immer wieder nach Cerro Azul zurück. Sie brachte Lebensmittel, neue Bettwäsche, Fotos aus ihrem Leben mit Helena. Nach und nach entstand zwischen ihr und Nair ein spätes, aber echtes Band. »Darf ich Helena kennenlernen?« fragte Nair eines Tages vorsichtig. Sophia lächelte. »Sie ist auch deine Tochter. Weißt du das?« »Wie meinst du das?« »Weil sie dich versteht. Auch sie hat mich gerettet.« In der darauffolgenden Woche trafen sich die drei in einem kleinen Café in Curitiba. Es war ungewohnt, berührend
voller Tränen und Schweigen, aber auch voller Hoffnung und neuer Anfänge. »Und mein Vater?« fragte Sophia Wochen später bei einem Spaziergang. Nair schwieg einen Moment. »Er wusste nie von dir. Er war ein junger Assistenzarzt, behandelte mich mit Respekt, ganz anders als alles, was ich bis dahin kannte. Doch als ich ihm sagte, dass ich schwanger bin, verschwand er.« Sophia notierte alles in ihr Notizbuch. Vielleicht würde sie ihn nie finden, aber nun hatte sie etwas viel Wertvolleres. Sie wusste, woher sie kam und warum sie einst verlassen wurde. Eines Abends, allein in ihrer Wohnung, setzte sich Sophia mit Papier und Stift an den Tisch. Sie musste etwas loswerden, das sie nicht aussprechen konnte. Sie schrieb: »Falls du wirklich mein Vater bist, wirst du diesen Brief vielleicht nie lesen. Vielleicht weißt du nicht einmal, dass ich existiere. Aber heute mit 28 Jahren, nach all dem Durcheinander, will ich dir nur sagen, mir geht es gut. Ich bin gewachsen, ich wurde geliebt. Und ich verurteile dich nicht. Ich will einfach nur verstehen. Vielleicht eines Tages eines.« Sie faltete den Brief und legte ihn in eine kleine Kiste zu anderen Erinnerungsstücken. Eine symbolische Geste, eine Erleichterung. Doch das Schicksal hatte bereits die Fäden für die nächste Enthüllung gesponnen. Einige Tage später rief Nair sie aufgeregt an. »Ich habe etwas gefunden, ganz hinten in einer Truhe«, sagte sie und überreichte ihr eine alte Arzttasche aus Leder. Darin lagen vergilbte Notizen, alte Rezepte und ein verblasster Namensschild. Dr. Eduardo Carvalho, Assistenzarzt, Krankenhaus San Vicente, 1997. Sophia hielt den Atem an. »Ist er das?« Nair nickte zögerlich. »Ich kannte nie seinen vollständigen Namen, aber das war seine Erkennungsmarke. Er hat sie vergessen, als er mich behandelte.« Sophia nahm das Schild an sich. In den folgenden Tagen begann sie zu recherchieren. Sie durchforstete Ärzteregister, soziale Netzwerke, medizinische Publikationen. Und dann fand sie ihn, Eduardo Carvalho. Facharzt für Geriatrie, heute tätig in einem Privatkrankenhaus in Florianopolis. Ihr Herz klopfte wie wild. »Ich habe ihn gefunden.« Ohne jemandem etwas zu sagen, fuhr Sophia mit dem Fernbus 7 Stunden nach Florianopolis. Das Krankenhaus war modern, verglast. An der Rezeption fragte sie: »Ist Dr. Eduardo Carvalho heute im Dienst?« Die Empfangsdame sah in den Kalender. »Ja, aber nur mit Termin.« Sophia zögerte. Dann holte sie das alte Namensschild aus der Tasche, zeigte es ihr. »Es ist wichtig, sehr.« Widerwillig tätigte die Frau einen Anruf. Wenige Minuten später holte eine Krankenschwester sie ab. Der Doktor empfängt sie für ein paar Minuten. Sophia wurde in ein Büro gebracht. Als sich die Tür öffnete, sah sie einen grauhaarigen Mann mittleren Alters mit ruhigem, aber warmem Blick. »Ja, bitte?« Sie reichte ihm das alte Schild. »Das gehört Ihnen.« Er nahm es in die Hand, sah es an. Und dann, ganz langsam, weiteten sich seine Augen. »Wer sind Sie?« Sophia antwortete mit bebender Stimme: »Ich bin Ihre Tochter.« Die Zeit schien stillzustehen. Eduardo setzte sich langsam hin, führte eine Hand an den Mund, sagte lange nichts. Dann stammelte er: Ich wusste nichts, mein Gott, ich hatte keine Ahnung.« Tränen liefen über sein Gesicht, ohne dass er es bemerkte. Hätte ich es gewusst, hätte ich alles anders gemacht. Auch Sophia weinte. »Ich bin nicht hier, um etwas zu fordern. Ich wollte nur wissen, wer Sie sind.« Er ergriff ihre Hand fest. »Ich möchte ein Teil deines Lebens sein, wenn du es zulässt.« Sophia lächelte. Zum ersten Mal, ohne Schmerz. In den folgenden Wochen lernten sich Sophia und Eduardo langsam kennen. Gemeinsame Abendessen, lange Telefonate, vorsichtige Fragen, ehrliche Antworten. Eines Nachmittags, am Ufer des Meeres in Florianopolis, sah Eduardo sie mit verletzlichem Blick an. »Würdest du mir erlauben, dich wirklich kennenzulernen?« Sophia nickte. »Dann komm nach Curitiba und lern die Frau kennen, die mich zu der gemacht hat, die ich heute bin.« Er verstand sofort und sagte ja. Am darauffolgenden Sonntag erschien Eduardo an Helenas Tür mit einem Strauß Sonnenblumen in der Hand, sichtlich nervös. Helena öffnete. Für einen Moment musterten sie sich schweigend. »Sie sind also der leibliche Vater?« fragte sie ruhig. »Ja,
aber nur biologisch. Die Mutter, das sind Sie. Helena lächelte, ein würdevoller, warmer Blick. Sie hat Platz für uns beide, weil wir sie beide lieben, jeder auf seine Weise. Sophia stand im Türrahmen und beobachtete. Was vor wenigen Monaten noch unvorstellbar gewesen wäre, war nun Realität geworden. Ihr habt beide mein Leben verändert. Jetzt sollt ihr auch das Leben des anderen verändern, sagte sie leise, den Tränen nahe. Und zum ersten Mal aßen sie gemeinsam zu Abend. Als alles sich nach einem friedlichen Ende anfühlte, tauchte plötzlich ein neues Puzzlestück auf. Beim Reinigen einer Bodendiele in Nairs Hütte stieß Sophia auf ein altes Dokument, sorgfältig versteckt. Ein offizielles Schreiben der Zivilpolizei mit dem Titel Ermittlungsakte Nummer 1240 1997, Verdacht auf Babyhandel, Krankenhaus São Vicente. Mama, hast du das gewusst? Nair wurde kreidebleich. Ich habe versucht, es damals zu melden, aber niemand glaubte mir. Sie sagten, ich sei psychisch instabil, dass ich Lügen erfinde. Der Name des Arztes, der die Geburten koordiniert hatte? Dr. Moazir Freitas. Sophia schrieb alles nieder und beschloss, das zu tun, was sich niemand getraut hatte, den Fall wieder aufrollen lassen. Mit Unterstützung von Eduardo, der nun als angesehener Arzt galt, und einer investigativen Journalistin, übergab Sophia sämtliche Unterlagen der Staatsanwaltschaft. Wochen später erschütterte der Fall die Medienlandschaft. Weitere Betroffene meldeten sich, weitere Mütter, weitere Geschichten, Namen wurden genannt. Schmerz bekam endlich eine Stimme. Nair wurde vorgeladen und Sophia wich ihr während der gesamten Prozedur nicht von der Seite. Was einst eine einsame Suche war, wurde zu einer landesweiten Bewegung für Wahrheit und Versöhnung. Ein Jahr später organisierte Sophia eine Fotoausstellung mit dem Titel »Kinder der Stille« mit Porträts von Menschen, die, wie sie, Opfer des Babyhandels geworden waren. Der Eintritt war frei, der Raum voll. Bei der Eröffnung hielt sie eine Rede. Lange Zeit wollte ich nur wissen, woher ich komme. Heute verstehe ich. Das Wichtigste ist nicht, was man uns genommen hat, sondern was wir aus dem machen, was uns geblieben ist. Sie blickte in den hinteren Teil des Raums. Dort standen Nair gerührt, Helena mit glänzenden Augen, Eduardo mit einem stolzen Lächeln und sie alle hielten einander an den Händen. An diesem Abend, wieder zurück in ihrer Wohnung, holte Sophia den alten Brief hervor, jenen, den sie einst für den Vater geschrieben hatte, den sie nie zu treffen geglaubt hatte. Sie setzte sich mit Eduardo auf den Balkon. »Es gibt etwas, das ich dir geben möchte.« Sie reichte ihm den Brief. Eduardo las ihn schweigend. Tränen liefen ungehindert über sein Gesicht. »Ich habe 28 Jahre verloren, aber den Rest meines Lebens gewonnen«, flüsterte er. Sophia lächelte. Manchmal ist Verlieren nur der Anfang vom Finden. Heute arbeitet Sophia als Vermittlerin für Adoptionsverfahren. Sie lehnt ihre Vergangenheit nicht ab. Sie verwandelt sie, wird zu Vorträgen eingeladen, unterstützt junge Mütter in Not, kämpft gegen illegale Netzwerke und fühlt sich nie mehr allein. Denn sie hat verstanden, dass Liebe nicht nur einen Ursprung hat, nicht nur eine Form. Liebe ist das, was wir geben, auch oder gerade dann, wenn alles um uns herum sagt, es werde nie reichen. Hast du auch das Gefühl, dass ein Teil deiner Geschichte im Dunkeln liegt? Hast du schon einmal jemanden wiedergefunden und alles hat sich verändert? Erzähl es uns in den Kommentaren. Deine Geschichte könnte jemandem Hoffnung geben, der gerade glaubt, allein zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen.